Auch wenn Restaurants und Cafés bereits wieder geöffnet haben, unsere Jungs passen natürlich noch ganz besonders auf. Deshalb eine weitere At-Home-Edition. Erstmal ein Käffchen. Julian, schön, dass es geklappt hat, endlich. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hat ja ein bisschen gedauert, aber gut. Ja, das ist das digitale Zeitalter. Aber warte mal, bevor wir hier weiter quatschen, hier ist erstmal dein Kaffee. So, genau. Dankeschön. Bitteschön. Prösterchen. Prost, ja. So, jetzt wo du so viel zu Hause bist, wo trinkst du am liebsten Kaffee? Küche, Balkon, Terrasse, was hast du da bei dir? Ja gut, die letzten Tage waren ja relativ sonnig, also da schon eher auf der Terrasse. Ja. Aber sonst eigentlich überall. Ich möchte mit dir heute so ein bisschen über das Thema Motivation sprechen. Und bei dir braucht das eigentlich gar nicht viel, weil ich habe immer das Gefühl, oder du wirkst immer so, als könnte man dich auch nachts um 3 einfach wecken und sagen, komm, wir gehen pölen und du wärst dabei. Ist das so? Ich glaube, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ehrlich? Ja? Ja. Ah, okay. Ja, ich hab auch schon von vielen gehört, dass ich eine gewisse Lustlosigkeit ausstrahle. Ja, ich glaube, ich verstehe, warum Leute darauf kommen. Mir hat man früher auch Lethargie nachgesagt, obwohl das nicht so war gefühlt. Aber ich glaube, man merkt dir an, dass du, wenn du Fußball spielst, echt richtig Bock daran, also Spaß daran hast. Und das ist das, was ich meine. Du musst dich nicht motivieren, um irgendwie Fußball zu spielen. Nee, klar, also jetzt, wenn es um mich persönlich geht oder mein innerer Antrieb, der ist definitiv da, also da müssen sich die Leute keine Gedanken machen. Dass Vorbereitung und so ein anderes Thema sind, darüber brauchen wir auch nicht reden. Aber sag mir mal, was am Fußball macht dir denn am meisten Spaß? So, also was daran genau? Ja, das Spiel an sich, ne? Also für mich ist der Fußball das Spiel an sich perfekt so, wie es ist. Also ich glaube nicht, dass man da groß viele Sachen dran ändern sollte. Ich meine, es ist relativ simpel. Es macht einen einfach glücklich. So, und ich finde, das ist schon was Schönes, wenn man einfach, ja, die einfachen Dinge im Leben hat, die einen dann so einfach froh machen. Und es geht ja momentan viel, auch gerade bei UEFA oder FIFA, viel um auch Regelveränderung. Und ich finde, Fußball ist so perfekt, wie er ist. Und das ist für mich das Wichtigste. Wie startest du in den Tag, wenn du morgens aufstehst? Bist du jemand, der aufsteht, Zähne putzen, anziehen und dann aber auch ins Auto zum Training? Oder liegst du im Bett, musst du erst noch alle Messages checken und Nachrichten lesen oder gucken oder was auch immer? Wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Ja, ich muss mal kurz überlegen, ob ich jetzt quasi wie ein Profi rede oder ob ich so rede, wie ich es wirklich tue. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schlafe so lange, wie ich kann. Ja, da spricht ja auch nichts gegen. Ja, ich versuche halt das so auszunutzen, dass ich kurz vor knapp los muss, um dann noch rechtzeitig am Trainingsgelände überhaupt anzukommen. Ja, also ich sehe da extreme Parallelen. Und ich habe mich auch schon voll oft verzockt. Also wie oft ich schon wahrscheinlich auch Strafen zahlen musste, weil ich zu spät gekommen bin und sowas. Weil ich dann einfach gedacht habe, ich schaffe das schon. Ja. Ne? Weil ich meine, jede Minute ist Gold wert. Absolut. Ich hasse es, früh aufzustehen. Absolut. Ich habe nachher am Trainingsgelände in den Heizungsräumen habe ich geschlafen zwischen den Trainingseinheiten, damit ich noch ein bisschen Schlaf reinkriege und die Fahrt mir gespart habe. Naja, so ist das halt bei uns. Auf dem Weg dann zum Training. Was hörst du da für Musik? Das ist eine gute Frage. Eigentlich immer so mit das Neueste, was einem gerade so momentan gefällt. Es gibt jetzt kein bestimmtes Genre, aber es kommt tatsächlich auch so ein bisschen auf das Wetter an. Ja? Also ja, wenn es Winter ist, dann ist es schon ab und zu mal ein bisschen kuscheliger, hörst du dann Kuschelrock? Ruhiger. Ja. Ja, wenn Sommer ist, dann kann es auch schon mal eher Richtung Spanisch gehen. Ja. Dann scheppert's. Okay, sehr gut. Außerhalb vom Fußball, gibt's da Leute, wo du sagst, die haben mich motiviert, das zu machen, was ich mache, mehr zu trainieren oder vielleicht an irgendwelchen Schwächen zu arbeiten oder sowas. Also gibt es da Leute, jetzt nicht Trainer oder Mitspieler oder jetzt unbedingt Ronaldo oder was auch immer, sondern irgendwo, wo du sagtest, guck mal, was der alles erreicht hat durch harte Arbeit, ich muss auch härter arbeiten in dem, was ich mache. Und wenn ja, welche? Nein, gab es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe lustigerweise, ich weiß aber nicht, warum ich das gemacht habe, relativ schnell angefangen, an meinen Schwächen zu arbeiten, aber immer von mir selbst. Also natürlich auch nur auf die Schwächen, auf die ich Bock hatte. Es gab auch Schwächen, da hatte ich nicht so Bock drauf. Es gab Schwächen, auf die du Bock hattest, also, also dran zu arbeiten. Genau, als kleines Kind, so wie das halt bei jedem normal ist, ne? Du hast einen starken Fuß und einen schwachen Fuß. Ich hatte eine Wiese vor meinem, wir hatten ein Reihenhaus damals.
Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich war relativ jung und habe mir dann gedacht, dass ich jetzt im Frühling anfangen sollte, nur mit links zu spielen und zu trainieren. Ich weiß nicht, warum also wie gesagt, das ist einfach, das kam irgendwann dann so und habe angefangen, wirklich nur mit links zu schießen, nur mit links zu dribbeln, zu passen, was auch immer. Natürlich, ich habe auch ab und zu meinen rechten Fuß benutzt, aber überwiegend habe ich das versucht und ich glaube, das hat mir zum Beispiel relativ gut getan für das, was ich jetzt bin oder kann. Ich glaube, in meiner Karriere habe ich relativ viele Tore mit meinem schwachen Fuß geschossen und das waren dann unter anderem auch eine der Schwächen, die ich halt gerne trainiert habe. Eine andere Schwäche heutzutage ist zum Beispiel momentan noch mein Kopfballspiel. Ich glaube, dass das über die letzten 5 Jahre extrem verbessert hat. Das ist auch so ein Ding, was ich eigentlich sogar relativ gerne mache. Aber wie gesagt, es gibt halt auch andere Sachen, die feiere ich nicht so. Okay, sehr gut. Was im Leben möchte Julian Brandt noch mal unbedingt machen oder sehen oder erleben? Also was gibt es jetzt nicht im Fußball, also nicht den Titel oder das, sondern was ist da, wo du sagst, vielleicht wenn es vorbei ist mit der Karriere, da muss ich unbedingt XYZ? Boah, weißt du, was das Problem ist? Du konntest schon alles, was in meinem Leben passiert spontan. Sehr schön. Ich hab nichts geplant. Ja. Also das ist halt auch so, um das jetzt nochmal aufs Fußball zu transportieren, auf den Fußball zu transportieren. So viele Menschen fragen mich, ob ich so einen Karriereplan habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was ich in 3 Wochen mache, weißt du? Ja. Ich bin da einfach nicht für gemacht. Deswegen ist es für mich, ich habe hohen Respekt vor Leuten, die so also diese richtigen Ziele, später 10 Jahren will ich das machen und dann will ich das und dann will ich da sein. Ich kann das nicht. Ich bin so ein Tagträumer, so weißt du? Sehr, sehr, sehr sympathisch. Also ging mir genauso. Also einen richtigen Plan hatte ich eigentlich auch nie. Aber jetzt habe ich einen Plan. Und zwar, du trinkst noch mal einen Schluck Kaffee, damit du gleich auch richtig fit bist, denn jetzt musst du schnell sein. Also, okay. Backfisch oder Currywurst? Currywurst. Tag am Meer oder in den Bergen? Am Meer. Radio oder Streamingdienst? Streamingdienst. Serie oder Film? Film. Kino oder Konzert? Konzert. Jetzt will ich wissen, was war das letzte Konzert, wo du warst? Das letzte Konzert war in Köln in der Lanxess Arena von Raf Kamora und Bones MC. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Ja, cool. Ja, ist ja auch nicht so einfach, mit Terminkalender und sowas da hinzukommen. Und welcher Film hast du gesagt? Welcher Film war das letzte, was du gesehen hast? Oder? Ich glaube Harry Potter. Ehrlich? Ja, also guckt ab und zu mal. Ja, okay. Vielen Dank, Julian. Habe ich wieder ein paar Dinge über dich herausgefunden, vor allen Dingen ein paar Parallelen gesehen. Finde ich sehr sympathisch, aber ich wusste ja vorher, dass du ein cooler Typ bist, insofern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ciao. Ciao, ciao.